jetzt nicht gerade Reis essen, dann am liebsten Chapatis. Wie diese Fladenbrote aus Vollkornweizen gehen, das zeige ich euch heute. Ich habe hier 400 Gramm Atta abgewogen. Atta ist indisches Vollkornweizenmehl. Hier habe ich noch eine Schale mit normalem Mehl. Ihr könnt sehen, das normale Mehl ist wesentlich heller. Falls ihr kein Atta finden solltet bei euch, dann könnt ihr auch normales Vollkornweizenmehl verwenden. Das habe ich gestern extra ausprobiert. Ich habe nur gemerkt, dass das Mehl wesentlich gröber war und größere Stücke hatte. Deswegen habe ich es ein bisschen gesiebt und die groben Stücke aussortiert. Und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Eigentlich könnte man schon aus dem Wasser und dem Atta-Mehl einen schönen Teig herstellen. Aber ein kleiner Tipp: mit etwas Ghee und Joghurt verbessert ihr den Teig und verhindert, dass später die Chapatis austrocknen. Ich stelle den Teig in 2 Schritten her. Erstmal nehme ich schon ein bisschen Salz und dann nehme ich mir ein bisschen von dem Ghee. Das hat jetzt Zimmertemperatur und damit wird jetzt das Mehl massiert. So. So, schön einmassieren, dass auch gar keine Klumpen entstehen. Das benetzt das Mehl schon ganz leicht mit Fett. Und Ghee schmeckt immer besser als Öl, aber ihr könntet im Prinzip auch Öl nehmen. Schaut, dass ihr das Ganze so schön massiert habt, dass wirklich keine Klumpen mehr drin sind. Fühlt sich gut an. Und jetzt kann ich das Wasser hinzufügen. Bei meinem Wasser habe ich jetzt das Ganze lauwarm gemacht. Das ist viel besser. Das macht den Teig noch viel geschmeidiger. Ich verwende nicht so gern Wasser aus unserer Leitung, weil es ist total kalkhaltig und das würde unser Chapati noch mehr vertrocknen. Also nehmt einfach Quellwasser oder vielleicht sogar gefiltertes Wasser. So, Wasser nicht alles auf einmal dazu machen, sondern einen kleinen Schuss immer. So. Solltet ihr irgendwie merken, ach, das war viel zu viel Wasser, dann macht ihr halt immer wieder ein bisschen Atta dazu. Ich zeige euch einfach gleich, wie der fertige Teig aussehen soll. So, ich kann gleich die Joghurt dazu machen. Das ist alles noch sehr, sehr feucht. So, das ist ungefähr ein Esslöffel. So, die Schale mit dem Mehl, mit dem normalen Mehl, ist dazu da, damit man immer wieder ein bisschen reinmachen kann, wenn es zu feucht geworden ist. Aber man braucht nicht viel davon. Man muss das Ganze so lange kneten. Ihr werdet sehen, später werden meine beiden Hände wieder sauber sein. Nur durch das Kneten. Okay, jetzt ist der Teig gut genug, dass ich auf der Steinplatte weiterarbeiten kann, ohne dass er kleben bleibt. Das ist voller Körpereinsatz und richtig gut für die Hände und hervorragendes Finger-Yoga. Von wegen, ich mache keinen Sport, Robi. Meine Hände sehen jetzt auch schon viel, viel besser aus. Schaut mal her. Ich bin schon mit dem Teig sehr zufrieden. Es hat noch ein bisschen Feuchtigkeit, was gut ist, weil es kommt jetzt nochmal in die Schüssel. Ich mache da jetzt nochmal einen Teller drauf. Und dann soll das Ganze 20 Minuten ziehen. So, 20 Minuten sind schon um. Mal gucken, wie der Teig ausschaut. Der Teig, der soll gar nicht aufgehen oder so wie bei einem Hefeteig. Aber der ist noch sehr schön elastisch und jetzt werde ich kleine Bällchen formen und daraus Chapatis ausrollen. So. Ich nehme mir mal jetzt einfach mal so ein bisschen, so viel. So, ein bisschen platt drücken. Und
Und dann ist der Trick, kurz mal in dem Mehl wälzen. Hier machen wir auch ein bisschen Mehl, damit das Ganze quasi da sich leicht bewegen kann, die Chapati, da drüber, damit es nicht am Stein haften bleibt. Erstmal ein bisschen von allen Seiten ein bisschen rollen und dann schön ausklopfen, damit das überschüssige Mehl weggeht, weil sonst werden die Chapatis trocken. Und ihr seht, die sind schön dünn, gleichmäßig, wie ein Tuch und schön gleichmäßig. So, das sieht doch schon mal gut aus. Es ist aber keine gute Idee, zuerst alle Chapatis auszurollen und dann in die Pfanne zu geben, weil derweil werden euch einige Chapatis schon austrocknen. Das ist auch der Grund, wieso ich das immer zu zweit mache, mit jemand ganz Besonderem, deswegen sage ich jetzt mal. So, da haben wir meine liebe Mama zur Hilfe. Sie wird mir jetzt helfen, weitere Chapatis auszurollen, weil ich zeige euch hier nochmal den Trick mit der Pfanne. Pfanne sollte heiß sein. Wir haben hier wie so eine Crepe-Pfanne. Damit klappt es eigentlich ganz gut. Das kommt unserer Tawa, die wir in Indien verwenden würden, recht nah. Jetzt mache ich meine erste Chapati mal hier rein. Es wird ohne Öl gemacht. Es gibt aber einen Trick. Die Chapatis müssen aufgehen wie Ballons. Wenn das in der Pfanne nicht ganz hinhaut, ihr seht schon, es geht ein bisschen hoch, aber ich muss nachhelfen. In Indien macht man es ja wirklich mit Feuer. Man hat jetzt so eine Ceran-Kochplatte. Das kommt jetzt direkt auf die Ceran-Platte. Das ist keine Induktion. Mit Induktion wird dieser Trick nicht gelingen. Es braucht jetzt wirklich Hitze. So, ich habe das jetzt auf 7 statt 9 und ihr könnt schon sehen, da tut sich was. Boom. Und? So, unsere Chapatis sind fertig. Die sind sehr, sehr gut geworden. Fast jeder ist aufgegangen wie ein Ballon. Ein kleiner Tipp von uns, macht sie am Anfang nicht so groß, möglichst klein. Das ist auch leichter, sie dann rund auszurollen. Und dann werden sie viel leichter euch aufgehen. Wir machen jetzt mal den Geschmackstest. Ja. Die kann man dann auch so aufklappen. Wie so eine Kammer habt ihr dann und dann könnt ihr quasi so euer Curry nehmen. Ja. Armer Robi. Weißt du, ne? Nee. Gut geworden. Gut geworden. Warte, Robi. Kriegst du auch. Noch ein Tipp. Falls ihr sehr viele gemacht habt und am nächsten Tag sie wieder erwärmen wollt, besprüht sie vorher kurz mit ein bisschen Wasser. Dann macht ihr sie entweder in der Pfanne wieder warm. Ihr könnt sie auch auf einen Toaster legen, da gibt es manchmal so einen Aufsatz. Könnt ihr so drauflegen oder wenn ihr mehr auf einmal warm machen wollt, macht ihr das im Ofen warm. Ja, jetzt müssen wir noch das passende Curry kochen und dann können wir endlich die Chapatis essen. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ihr macht es auch fleißig nach. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gelungen ist. Würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!